jeden Abend dasselbe. Du sitzt draußen, vielleicht auf der Terrasse, vielleicht im Garten. 10 Minuten, dann fängt es an. Erst ein Stich am Arm, dann einer am Hals, dann an den Beinen. Du gehst rein. Der Abend ist vorbei. Und weißt du, was mich dabei am meisten ärgert? Nicht die Mücken selbst, sondern, dass du Jahr für Jahr Geld ausgibst für Kerzen, Sprays, Stecker, Spiralen. Und es ändert sich nichts. Weil das, was die Industrie dir verkauft, schlicht nicht dazu gedacht ist, das Problem zu lösen. Es ist dazu gedacht, dass du nächsten Sommer wieder kaufst. Ich zeige dir heute, warum du Mücken nicht wegsprühen oder totleuchten kannst. Und wie eine Kombination aus einem Bakterium und einem schwarzen Eimer. Gesamtkosten unter 30 € mehr bringt als Jahre von Kerzen und Kammerjägerterminen zusammen. Fangen wir mit dem Fehler an, den fast jeder macht. Wenn du an Mücken denkst, denkst du an Stiche, an Erwachsene, die um dich herumschwirren. Du kaufst also etwas, das Erwachsene fernhält oder tötet. Eine Zitronella-Spirale, einen elektrischen Insektenvernichter, ein Spray. Das Problem dabei: Während du die Mücken jagst, die heute schon fliegen, produziert dein Garten die nächste Generation. Ungestört. In einer abgestandenen Pfütze unter der Blumenkiste. Im Regentonnendeckel, der leicht schief liegt. In der Untertasse unter dem Kübel. Im Vogelbad, das du seit 2 Wochen nicht ausgeschüttet hast. Ein einziges Mückenweibchen legt bis zu 300 Eier auf einmal und wiederholt das alle 3 Tage. 6 Wochen lang. Rein rechnerisch kann aus einem einzigen Weibchen innerhalb einer Saison eine 4-stellige Anzahl von Nachkommen entstehen. Und diese Eier brauchen keinen Teich. Sie brauchen Wasser in der Größe eines Kronkorkens. Aus einer Pfütze, die seit einer Woche steht, schlüpfen im Hochsommer binnen 2 Wochen fertige, stichbereite Mücken. Das bedeutet, solange du nur die Erwachsenen bekämpfst, spielst du ein Spiel, das du nicht gewinnen kannst. Du leerfischst den Ozean mit einem Sieb. Genau das weiß die Branche. Und genau deshalb ist das Geschäftsmodell so gebaut, wie es ist. Ein Kammerjäger berechnet für Mückenbekämpfung in Deutschland ab etwa 150 € pro Einsatz. Anfahrtspauschale noch obendrauf. Und bei größeren Grundstücken oder mehreren Behandlungen über die Saison kommt da schnell das Vierfache zusammen. Was er mitbringt, sind chemische Insektizide, die die adulten Mücken auf deinem Grundstück vorübergehend dezimieren. Vorübergehend. Denn die Larven in deinen Wasserquellen hat er nicht angeschaut. 2 Wochen später ist die nächste Generation geschlüpft. Und du rufst wieder an. Das Abo läuft. Das Zitronella-Kerzensortiment im Gartenmarkt arbeitet nach ähnlicher Logik. Riecht schön. Hält Mücken aus einem Radius von vielleicht 1 Meter fern. Wenn kein Wind geht. Kostet jede Saison neu. Der elektrische Insektenvernichter mit dem blauen Licht tötet zuverlässig Nachtfalter, Käfer und alles Mögliche. Aber kaum Mücken. Mücken fliegen nicht auf UV-Licht. Sie orientieren sich am Kohlendioxid deines Atems und an deiner Körperwärme. Das blaue Licht interessiert sie herzlich wenig. Du sitzt direkt daneben und bist das eigentliche Zielobjekt. Jetzt zu dem, was tatsächlich funktioniert. Der entscheidende Hebel ist nicht das Töten, es ist das Unterbrechen. Du willst verhindern, dass aus Larven überhaupt jemals Mücken werden, bevor sie Flügel haben, bevor sie dich stechen können. Und dafür gibt es ein Bakterium namens Bacillus thuringiensis israelensis, kurz BTI. BTI kommt natürlich im Boden vor. Wenn Mückenlarven es im Wasser aufnehmen, produziert es Proteine, die ihr Verdauungssystem zerstören. Die Larve stirbt, bevor sie sich weiterentwickelt. Sie bekommt keine Flügel. Sie sticht niemanden. Sie legt keine Eier. In Deutschland ist BTI als Tablette erhältlich unter verschiedenen Handelsnamen. Unter anderem als Culinex Tab Plus in Gartencentern und online. Eine Packung mit 10 Tabletten kostet etwa 15 bis 20 €. Eine einzige Tablette reicht für 50 Liter Wasser und wirkt etwa 3 bis 4 Wochen.
Manche Gemeinden in Baden-Württemberg und Bayern verteilen BTI-Tabletten inzwischen sogar kostenlos an Bürger. Weil kommunale Schädlingsbekämpfungsprogramme gegen die asiatische Tigermücke ebenfalls auf BTI setzen, mangels besser verträglicher Alternativen. Wichtig für alle, die Tiere halten: BTI ist ausschließlich toxisch für Mückenlarven und einige wenige verwandte Insektenarten. Für Hunde, Katzen, Fische im Gartenteich, Hühner, Enten, Bienen, Schmetterlinge keine Wirkung. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit hat BTI für den Einsatz in Deutschland zugelassen, auch in Gewässern, aus denen Tiere trinken. Wenn dein Hund aus der behandelten Regentonne säuft, passiert nichts. Das ist keine Marketingaussage. Das ist der geprüfte Zulassungsstand. Jetzt zur Anwendung. Und ich fange mit dem Schritt an, der nichts kostet. Geh einmal langsam durch deinen Garten und schau gezielt nach stehendem Wasser. Nicht nur nach dem Offensichtlichen. Die meisten Brutstätten sind unsichtbar, wenn man nicht danach sucht. Untertassen unter Blumentöpfen. Die Dachrinne, die an einer Stelle tiefer hängt und nach jedem Regen Wasser hält. Ein alter Reifen, schief an der Wand gelehnt. Eine zusammengehäute Plane auf dem Boden. Das Vogelbad, das regelmäßig aufgefüllt wird, aber nie gründlich ausgeschrubbt. Eine Gießkanne, die halb mit Regenwasser gefüllt, offen steht. All das muss weg, umgedreht oder abgedeckt werden. Alles, was du nicht dauerhaft leeren kannst, Regentonne, Gartenteich, dauerhaft feuchte Ecken, kommt eine BTI-Tablette rein. Einmal im Monat, nachgelegt, fertig. 4-Tage-Regel. Wenn Wasser seit mehr als 4 Tagen steht, brüten dort schon Larven oder die Eier liegen kurz vor dem Schlüpfen. Lieber einmal zu oft nachschauen, als einmal zu wenig. Jetzt kommt der Teil, den ich besonders gut finde, weil er gleichzeitig billig und clever ist. Kauf einen schwarzen Eimer. 5 bis 10 Liter Fassungsvermögen. Schwarz ist wichtig. Mückenweibchen suchen zum Eierlegen gezielt dunkle, warme Behälter. Das ist evolutionär tief verankert. Füll ihn halb voll mit Wasser. Lass ihn einen Tag stehen, damit das Wasser leicht absteht, was die Attraktivität erhöht. Und gib ein Viertel einer BTI-Tablette hinein. Dann stellst du diesen Eimer in eine schattige Ecke des Gartens, in die Nähe von Büschen oder Hecken, wo Mücken tagsüber wuhen. Was du damit baust, ist eine Falle. Kein Abschreckungsmittel. Eine aktive Falle. Mückenweibchen, die in deinem Garten Brutstätten suchen, landen bevorzugt in diesem Eimer. Jedes Weibchen, das dort Eier legt, schickt seine gesamte Brut in eine Sackgasse. Die Larven schlüpfen, nehmen das BTI auf, sterben. Kein einziges Exemplar dieser Brut erreicht das Erwachsenenstadium. Über eine ganze Saison kann ein einziger solcher Eimer die Reproduktion von tausenden Weibchen abfangen. Noch eine Methode, die simpel klingt und deshalb unterschätzt wird. Ein normaler Standventilator. Stechmucken sind extrem schwache Flieger. Schon leichte Luftbewegung von wenigen Stundenkilometern bringt sie aus der Bahn. Ein Ventilator auf der Terrasse, der nach außen gerichtet ist, erzeugt eine Luftschranke, durch die eine Mücke schlicht nicht hindurchkommt. Zusätzlich verteilt er das Kohlendioxid, das du ausatmest, das Signal, nach dem Mücken dich von weitem orten. Der Kohlendioxidteppich, der dich normalerweise wie eine Einladung umgibt, wird durch den Luftstrom aufgelöst. Du bist schwerer zu finden. Nicht unsichtbar, aber deutlich unattraktiver. Studien zeigen messbare Reduktion der Landerate. Es braucht keinen Strom fürs Spezialgerät, kein Nachfüllen, keine Anschaffungskosten über die einmalige Investition für einen Ventilator hinaus, den du sowieso im Haus hast. Und jetzt rechnen wir kurz durch, weil die Zahlen für sich sprechen. Eine Packung BTI-Tabletten für die Saison rund 15 bis 20 Euro. Ein schwarzer Eimer 3 bis 5 Euro. Ein Ventilator steht bei den meisten schon im Keller. Summe unter 30 Euro, einmalig für die ganze Saison. Verglichen mit einem Kammerjäger, der ab 150 Euro pro Einsatz berechnet und für eine Saison mit mehreren Behandlungen leicht auf 400 bis 600 Euro kommt. Ohne die Brutstätten jemals anzufassen.
Das heißt, das Problem kehrt zuverlässig zurück. Das Abo verlängert sich. Das Geschäft läuft. Der Unterschied zwischen den beiden Ansätzen ist kein Preisunterschied. Es ist ein grundsätzlich anderes Verständnis davon, wo das Problem entsteht. Der Kammerjäger bekämpft das Endprodukt. BTI, Quellenbeseitigung, und der schwarze Eimer bekämpfen den Ursprung. Und was keinen Ursprung mehr hat, kann nicht nachwachsen. Deutschland hat in den Sommern 2023 und 2024 regional starke Mückenentwicklungen erlebt. Besonders in der Oberrheinregion und in Teilen Bayerns. Gleichzeitig breitet sich die asiatische Tigermücke von Süddeutschland aus langsam nordwärts aus. Ein Tier, das tagsüber sticht, aggressiver ist als die heimische Stechmücke und in südlichen Ländern als Überträger von Tropenkrankheiten gilt. Kommunen investieren bereits sechsstellige Summen jährlich in BTI-Behandlungen ihrer öffentlichen Flächen. Dasselbe Werkzeug, das Städte für Hunderttausende Euro im Jahr großflächig einsetzen, kaufst du im Gartenmarkt für 20 Euro. Du brauchst kein Abo. Du brauchst keinen Chemie-Cocktail. Du brauchst ein Bakterium, einen Eimer und eine Viertelstunde einmal in der Woche, um deinen Garten nach stehendem Wasser abzugehen.